heute 25.08.2022 und wir bereiten uns vor auf eine längere Tour diesmal. Und zwar ist heute das erste Ziel irgendwie Innsbruck oder Sterzing oder irgendwie sowas. Und von da aus fahren wir dann am nächsten Tag Richtung Venedig und am übernächsten Tag, das heißt also am Samstag, geht die Fähre nach Griechenland, Igoumenitsa von Venedig weg. Mal schauen, was alles passiert und natürlich auch, was nicht passiert. Schön ist, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis dahin, schaut einmal, was so alles passiert. So, manche wird es vielleicht erkennen. Wir sind in Kochel. Anfahrt zum Kesselberg. Die Route bis daher war natürlich schon mal super geil. Und jetzt fahren wir eben nach zum Kesselberg und da wollen wir mal schauen. Oben Walchensee, Grün, Mittenwald. Schauen jetzt irgendwie so, ob wir da irgendwo einen Kaffee kriegen. So, man sieht's. Wir sind an einem Plätzchen, wo man gerne Moped fährt, wenn das Wetter passt. Und zwar unter Anfang Kesselberg. Ich fahre das jetzt das erste Mal mit den schweren Koffer. Und es ist sehr ungewohnt, dass man so sagen darf. Die Kurve, die diesen Namen verdient. Und da ist die bayerische Karibik. Gleich sehen wir es nochmal ein bisschen schöner. Da wunderschönes Wasser und furchtbar langsame Autofahrer. So, wir sind jetzt schon bei den großen Jungs. Wir haben einen Walchensee hinter uns. Es war ein ziemliches Gezuckel, ist klar, da ist schön, da will jeder hin. Ja, und jetzt sind wir in Richtung Mittenwald-Scharnitz unterwegs. Mit mir so ein bisschen weiter hinten. Ja, passt. Läuft. So kann es bleiben. Wenn es so weitergeht, alles gut. So, also wir sind noch nicht in Innsbruck. Wir sind Richtung Innsbruck, St. Garmisch durch und man sieht, es regnet. Es gibt so verlässliche Parameter und das bin zum Beispiel ich und Regen. Da hinten scheint die Sonne, hier regnet es. Da sind sie wieder.
die Gipfel aus dem Karwendelbahnhof. Oben sieht man Bergstation, glänzt schön in der Sonne. Das sind richtige Burschen, ganz große Burschen. Kathedralen der Natur, sage ich gern. Wir nähern uns dem Grenzübergang bei Scharnitz. Da gibt es jetzt quer durch den Berg gibt es da einen Tunnel. Ich bin mit dem Moped noch nie gefahren, mit dem Auto ja, mit dem Moped noch nie. Und auch heute werden wir durch Scharnitz selber durchfahren. Wenn möglich. Jetzt kommt so langsam die Abendsonne und die Berge kriegen ganz lange Schatten, ganz viel Kontrast. Schön, gefällt mir immer wieder die Wolken dazu. Und was man auch oft sieht, das sind, also vorher hat man es gesehen, Vögel, große Vögel, die da oben kreisen. Schön. Wer kennt ihn nicht? Zürler Berg. Der normale Bayer über 20 Jahre oder sowas ist es im Normalfall schon mal gefahren oder zumindest mitgefahren. Geht's runter ins Inntal, also Innsbruck die Richtung. Hier Innsbruck. Sieht man sofort an der Skipiste und an riesengroßen Kirchen hier, die da alle in den Geil rumstehen, also eine furchtbar gottesfürchtige Ecke da. Innsbruck. Und eine nagelneue Straße, die kenne ich noch gar nicht, also zumindest nicht in diesem Zustand. Schön. Also wir haben die erste Location unserer Reise erreicht und das kennt ihr ja alle. Das Heisel da ist ja jeder von euch schon mal drauf vorbeigefahren und das war jetzt mit 110 Euro für die Nacht. 110 Euro für die Nacht. Das günstigste, was wir jetzt auf der Strecke gefunden haben. Und zwar ist es auf der Brenner Stadtstraße direkt an der Brücke, diese Stephansbrücke, der Gasthof Stephansbrücke. Hat jeder von euch schon gesehen. Jeder. Wir schlafen heute drin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt den Freitag und wir haben in einer, ich möchte fast sagen, legendären Unterkunft übernachtet. Das da, das ist diese legendäre Unterkunft und jetzt sagt bitte nicht, dass ihr es nicht kennen habt. Wer irgendwann einmal zwischen Innsbruck und Sterzing gefahren ist und hat nicht die Autobahnnummer, der kennt das. Ja, Mimi baut noch einen Technopark auf. Ich bin schon soweit fertig, habe aber auch einen Vorsprung rausgearbeitet gehabt. Also ist jetzt nicht so, dass ich der viel, viel bessere wäre oder so. Genau, und dann geht's los erstmal. Und dann geht es erstmal los Richtung Sterzing auf der alten Brenner Stadtstraße von der Stephansbrücke aus. Auf geht's, Bumm. So, also der aufmerksame Beobachter hat es gesehen, wir fahren schon mal direkt der Polizei hinterher. Aber das ist doch nicht falsch, dann ist man sicherlich nicht zu schnell. So, wir haben Südtirol erreicht, kennt ja jeder. Wir sind oben am Brenner. Und traditionell wird es da wärmer und es gibt ein Cappuccino. Schauen wir mal, ob unser Stammlokal offen hat. Ansonsten nehmen wir halt einen anderen.
Richtung Pensajoch. Schöne Straße, immer wieder. Super schön. Und die Landschaft, ein Wahnsinn. Da geht's nach Pensajoch. Radler. Da sieht man schön die letzten Züge vom Pensajoch auf der Nordrampe. Ein wunderschöner Pass. Ich fahre den immer wieder gern, der ist schön rund, weich, landschaftlich ein Traum. Der ist jetzt nicht unbedingt einer zum Rasen, aber zum Genießen herrlich. Und heute ist auch gar kein Wind, man sieht das genau. Der Ventilator ist aus. Da kann es ja gar keinen Wind geben. Herrlich, herrlich. Nehme ich im Anflug. Rückspiegel sieht man es vielleicht. So, und jetzt am Pensajoch, Südrampe, da geht es Richtung Bozen im Großen und Ganzen. Schönes, langes Tal, sehr erlebnisreich, landschaftlich natürlich auch. Schaut euch das an, was soll man da noch sagen? Ja, ein Traum halt, oder? Gut, genießt mal, so wie es kommt. So, vom Pensajoch aus fahren wir jetzt zum Rittenlauf, also nicht nach Bozen runter, sondern Rittenlauf, auch wunderbar, wunderbar. Vielleicht kann man ein bisschen was erahnen davon aus den Bildern heraus. Ich wollte mal kurz Pause machen, ich wollte euch zeigen,
Bozen und da herum eben der Ritten und wunderschöne Gegend, also Wahnsinn. Und nochmal, der Ausblick, schaut euch das an, ist das nicht der Hammer, oder? Wahnsinn. Und ich darf da drin fahren. Das ist wie Tom im Wunderland. Also es ist für einen Motorradfahrer ist das knapp am Himmel. Ja, recht viel weiter hinauf geht es ja nicht mehr. Wahnsinn, so schön. Ja, und wir haben noch, ich sage jetzt mal 200 Kilometer vor uns, bis wir heute Abend irgendwo in der Pension ankommen. Und das müsste durchgehend eine schöne Gegend sein. Ja. Und da auch ganz schwere, große Jungs sind da drüben. Mit dem Nebel da drin. Wunderbar. Ja, Wahnsinn. Nur damit man weiß, wo wir sind. Wir sind in Oberinn. Gut. So, wir nehmen den nächsten Pass in Angriff. Lauwerlese, glaube ich, heißt er. Wir werden oben nochmal ein Bild machen, dann wissen wir es genau. So, wir verlassen Südtirol und kommen ins Trentino. Trentino, gehört auch zu Europa und Italien und naja, ihr wisst ja. So, wir fahren einen weiteren Pass, kommt in die Berge öfters vor. Und ich meine, der heißt Mangen. Ein neuer Pass, Mangen. Sehr schön. Den bin ich schon mal mit dem Tiere gefahren, mit dem Roller. Super geiler, enger Pass. Also das ist schon der ist so eng, da sind wir selbst mit dem Roller an die Radler kaum vorbeikommen. Aber super geil, also landschaftlich unglaublicher Hammer. Wie ihr seht, der Pass ist so richtig schön eng, der macht richtig Laune, landschaftlich mal, das wiederholt sich, ich weiß. Genial. Perfekt, danke. Meine Fresse. Ja, ich weiß, das ist ein Drecksack halt. Der hat ja extra gewartet, bis wir kommen. Vielleicht hat er sich gedacht, bevor jetzt der vorne 20 fährt und mich nicht vorbeilässt. Schaut ganz schlecht aus eigentlich.
Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich fahre ja am liebsten geradeaus. Die Kehre ist fies. Uns kommen zwei entgegen. Ja, ich hatte ein Warnzeichen abgegeben. Ich weiß nicht, ob sie es kapiert haben. So, ich glaube, ich bin oben. Gut, also wir sind oben auf dem Mangenpass. Geht's doch mehr so, wie ich gemeint hätte. Aber ist schon eine geile Location, gibt's nichts zu meckern. Gut. So, jetzt sind wir ganz oben. Das Schild ist nicht mehr zu lesen. Ja. Jetzt geht's die Südrampe wieder runter. Was mich so ein bisschen beunruhigt, ist das Wetter da drüben. Genau da wollen wir hin. Da, aber links. Das sieht aus, als würde es eng. Und das sieht aus, als würde es bald regnen. Das wird spannend. Schaut auf der Karte jetzt zumindest interessant aus. Das schaut ganz schlecht aus da. Um den rechten See sind wir ja schon rumgewandert. Und den linken See, den kenne ich noch nicht so richtig. Rechts da unten, man sieht es nur zum Teil, großer Campingplatz, Liviccio de Terme, Löweneck. Wow! In Deutsch Pioniere des zweiten Blablabla. Ei, ei, ei. Das haben die bestimmt nicht gern gemacht. So, ja, schauen, ob wir an die Mädel da irgendwie vorbeikommen. Oh, das schaut ja ganz schlecht aus. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wahnsinn, oder?
Das ist wieder ein Platz, wo man sich fragt, ob das nicht von Gott geküsst wurde. Obwohl, da hätte man keine Straße drauf gebaut, gell. Obwohl, wir sind so, naja. Ganz schlechte Aussichten. Ganz schlechte Aussichten. So, ich glaube, wir haben mal wieder eine Passhöhe. Ich weiß gar nicht, wie der Pass heißt, aber er war richtig geil. Sehr eng und natürlich wunderschön. Da hinten ist ein riesen Siegestor oder keine Ahnung, also vielleicht ein Kriegerdenkmal oder sowas, auf jeden Fall auffällig groß. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die ganzen Alpen durch und jetzt haben wir das Ende erreicht auf der Südseite. So schaut's aus. Wir haben das Ende der Berge erreicht. Wir sind am südlichen Ende der Alpen. Die Gegend ist natürlich wunderschön. Die Straße auch. Das Wetter hat die Backen zusammengehalten, sehr gut. Es war zwar hier und da mal nass, aber es hat nicht geregnet. Unglaubliche Aussicht, wunderschön. Und da hinten irgendwo ist Venedig, da fahren wir morgen hin. Schaut schon geil aus da, Wahnsinn, total schön. 6 Kilometer, dann müsste halt noch bei unserer Unterkunft sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Koordinaten genau eingegeben habe oder bloß so ungefähr, aber das werden wir dann sehen. In der Kehre, da fahren wir quasi geradeaus. Da, so sagt es zumindest mein Navi. Tja, das ist schlecht. Jetzt hätten wir nur 2,5 Kilometer.
Wir sind mal wieder auf halblegalen Wegen unterwegs. Die Straße ist eigentlich gesperrt, aber bis zur Unterkunft sind es noch 1,5 Kilometer. Und der Umweg ist bestimmt 15 oder 20 Kilometer. Jetzt haben wir da einen Lokalen gefragt und sieht so aus, als wird wir durchkommen. Mimi hat wieder das Fernlicht und sag's euch. Ja, Mimi Fernlicht. So, wir haben unsere Location erreicht, die wir heute Nacht haben, und es übertrifft sämtliche Erwartungen, kann ich euch sagen. Die Anfahrt war schon Albanien-tauglich. Die Aussicht ist... Die Anfahrt war spektakulär. Da unten sieht man übrigens die gesperrte Straße, die wir auch noch gefahren sind. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich eine Roomtour mache. So, Zugang zur Unterkunft. Spektakuläre. Schönes altes Häusl. Schön verspielt. Das ist der Brotzeitraum. Gut, die Mikrowelle muss raus. Aber wenn es schon wieder ist, gibt es draußen Frühstück. Aber cool, oder? Voll cool. Und es geht noch weiter. Ich zeige euch jetzt das Zimmer. Das ist die Treppen, wo es dann aufgeht. Zu unserem Zimmer. Und das schauen wir uns jetzt so. Und das ist unser Zimmer. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Inklusive Bad. Aircondition haben wir auch. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und richtig geiles Bad mit allem Pipapo. Ja, ist das nicht geil? Super. Also mir gefällt es. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich fühle mich schon pudelwohl. Gut. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt noch so 80 Kilometer vor Venedig und hatten eine super geile Unterkunft hier. Ja, und fahren jetzt dann im Regen nach Venedig. Ja, und hoffen, dass wir unsere Fähre erwischen. Jetzt sind wir die letzten, was sind es jetzt noch, 70 Kilometer ungefähr nach Venedig zur Fähre. Und wir hoffen, dass wir im Wetter Glück haben. Es hat vorher noch geregnet und jetzt geht es gerade so. Das sind praktisch die letzten Gebirgsstraßen. Danach geht es in die Ebene und bis Venedig flach durch. So, wir haben die Tickets für unsere Fähre haben wir bekommen. Natürlich hat die Fähre jetzt auch schon mal 2 Stunden Verspätung, kommt also später, komme ich später drauf. Wird also hinten raus eng mit der Unterkunft. Naja, ist egal. So, mit 3 Stunden Verspätung fahren wir jetzt Richtung Fähre. Das heißt natürlich, dass wir morgen Abend auch 3 Stunden später in Igoumenitsa ankommen und damit in Albanien. Ciao. Okay. Gut. Vai in italiano. Hey, Deutsch, Englisch. Go straight on. At the end there is a small parking on the right. Okay, thank you.
So, also Schiff haben wir erreicht. Sind schon drin, Mopeds sind drin. Also, das haben wir schon geschafft. Moped haben wir drin, ich bin auch dabei, passt. Ja, genau so waren's. Unsere rund 2,5 Tage Anreise zur Ferie nach Griechenland. Unglaubliche Momente, beste Straßen, tolle Unterkünfte und das Wetter hat auch die Backen zusammengehalten. Jetzt schauen wir mal, was noch alles kommt, was noch passiert und was auch nicht passiert. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Tom.